Bauer sein, das hat in Deutschland nicht unbedingt einen guten Ruf. Die Arbeit ist hart und sehr gut bezahlt ist sie in der Regel auch nicht. Lohnt sich Landwirtschaft in Deutschland überhaupt noch und wer hat noch Bock auf den Job? Das wollen wir heute rausfinden und dafür verbringen wir einen Tag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Uckermark. Mein erster Job, der riecht auf jeden Fall nach wirklichem Leben. Ist das jetzt der Dünger? Also grundlegend verladen wir jetzt hier gerade unseren organischen Dünger. Das ist unser Mist, der jetzt in den Wintermonaten hier auf der Mistplatte gelagert wird und im Frühjahr dann halt eben zur Maisbestellung ausgebracht wird. Also wir steigen jetzt hier in den Trecker und dann fahren wir aufs Feld und bringen den Dünger aus. Ja. Und du fährst jetzt jeden Tag aber irgendeine Maschine oder? Alles, was an Arbeiten anfällt. Ne? Und was machst du so am liebsten? Ja, das Miststreuen hier, das ist schon in Ordnung. Ne? Flügen nachher, wenn Bestellung ist. Ja. Und würdest du deinen Job weiterempfehlen? Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, das ist abwechslungsreich, ne? Nicht eintönig, du machst jeden Tag was anderes. Ich wollte gerade sagen, vom Geruch her geht's ja, aber wenn dann die Gülle kommt, dann ist wahrscheinlich nochmal... Also wenn man so einen schönen Kälbermist hat, der stinkt auch natürlich schon ganz schön. Ja. Ne? Gülle ist natürlich schon intensiver. Und du machst jetzt das ganze Feld heute? Das ganze Feld schaffe ich heute nicht, die Hälfte von dem jetzt noch. Also der Schlag geht bis da oben zu der Windmühle. Wir haben jetzt hier Mist ausgebracht. Was kommt da jetzt noch drüber? Hier sehen wir natürlich jetzt auch den Unterschied zwischen der bearbeiteten Fläche und der unbearbeiteten Fläche. Auf der linken Seite siehst du jetzt halt eben die alte Zwischenfrucht mit dem ausgestreuten Mist. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt gerade 25 Kubik Gülle ausgebracht und gleich vor Ort mit eingearbeitet. Man sieht natürlich jetzt hier den Boden deutlich frischer. Man kann das ruhig anfassen. Mist stinkt nicht und Gülle auch nicht. Und sag mal, das hat jetzt schon wieder jemand anderes ausgefahren. Das war jetzt nicht der, mit dem ich gefahren bin. Also hier sind ja einige beschäftigt, oder? Ja. Also du warst ja eben mit Enrico unterwegs. Der andere Fahrer ist unser Matthias. Wir haben momentan bei uns im Betrieb mit Rentner, Lehrlinge und Zuverdienstler 118 Leute. Okay. Relativ großer Betrieb. Würdest du dich eigentlich selbst als Bauern bezeichnen? Doch, also für mich definitiv ja. Also ich würde behaupten, ich bin ein Bauer. Aber es gibt für mich immer einen Spruch. Entweder ist man Bauer oder man ist es nicht. Also man ist als Bauer geboren. Man ist für diese Verrücktheit irgendwo auch da. In den neuen Bundesländern wie Brandenburg gibt es deutlich weniger einzelne Betriebe als in West- oder Süddeutschland. Und die es gibt, sind viel größer. Rund 5.400 Betriebe gibt es im Land Brandenburg. Ein fiktiver Durchschnittsbetrieb bewirtschaftet hier eine Fläche von 241 Hektar Land. Zum Vergleich, in Bayern bewirtschaftet der Durchschnittsbetrieb gerade mal 38 Hektar. Dafür gibt es dort aber auch 15 Mal so viele Betriebe. Diese Strukturunterschiede haben sich schon zur DDR-Zeit gebildet und bestehen seitdem. Die Agrargenossenschaft Göritz besteht aus 68 Mitgliedern, das heißt 68 Betriebe haben sich zusammengeschlossen. Die gesamte Fläche beträgt 3.600 Hektar. Die Äcker liegen über viele Ortsteile rund um Göritz verteilt. Ich darf jetzt Trecker fahren und bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe es noch nie gemacht und bin gespannt, wie wendig das Teil ist. Du zeigst mir das jetzt? Ich werde dir das alle zeigen, du brauchst aber nicht aufgeregt sein. Also das funktioniert alles. Da haben wir schon ganz andere Sachen versaut. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier eine Grünlandfliege. Also nicht in den Graben am besten, ne? Nee, das wäre jetzt ganz cool, wenn wir nicht in den Graben landen. Das ist die Mitte, brauchst du aber nicht. Wenn du wieder bremsen willst, drücke ich hier einmal auf den Knopf auf, bleibt das ganze Ding stehen. Das Gerät hat vorne einen Striegel, damit lösen wir, sag ich mal, den Boden etwas auf. Wir öffnen die Grasnarbe. Im Gegenzug fahren wir da hinten gleich mit einer Nachsaat und da kommt dann Grassamen, werden gleichzeitig mit eingearbeitet. Sag mal, wie viel hat denn die Maschine jetzt hier gekostet? Also die Maschine ist jetzt bestimmt 10, 12 Jahre alt. Hat früher eine Zahl zwischen 110, ja ungefähr 110.000 € gekostet. Wenn ich die Maschine jetzt kaufen würde oder eine identische Maschine, da wären wir bestimmt eher bei 160.000, 165.000 €. Ist es so eine
eine Investition, wo man schon so ein bisschen durchatmen muss, wenn man so viel Geld ausgibt? Wir haben vor 3 Jahren 3 Mähdrescher gekauft, insgesamt für 1,5 Millionen. Das ist eine Investition, das beißt. Also da hat man dann auch schon schlaflose Nächte und fragt, ob wir das machen wollen und müssen. Für diese Maschinen kriegt ihr aber keine Zuschüsse, oder? Förderung, ja. Und was jetzt aber noch gefördert wird, ist der Treibstoff für den Traktor, genau. Also der Diesel, was ja aber abgeschafft werden soll nach und nach. Wie krass würde das bei euch reinhauen? Wir verbrauchen im Jahr 600.000 Liter Diesel, weil wir halt natürlich mit unseren 3.600 Hektar relativ groß sind, ist natürlich auch eine relativ hohe Menge, die wir an Diesel brauchen. In meinen Augen ist es keine Förderung vom Diesel, es ist ein Ausgleich, weil ich kann nicht versuchen, dass wir in Europa gleichmäßig alle aufgestellt sein wollen. Der Landwirt in Frankreich kriegt seinen Diesel deutlich günstiger und wir versuchen aber auf dem Weltmarkt alle das gleiche Produkt zu verkaufen. Grundlegend sagen wir ja eigentlich alle Landwirte, die Subventionen wollen wir gar nicht, weil es wird immer uns dargestellt, dass wir als Landwirte nur Subventionen wollen, um zu überleben. Nein, das ist gar nicht unser Ansinnen. Wir möchten aber unsere Produkte auch dementsprechend zu den Preisen bezahlt bekommen. Und dann ist doch die Frage, ist denn der Kunde im Handel noch gewillt, sag mal, für das Brötchen mehr zu bezahlen? Was bei den Bauernprotesten dabei? Wir haben bei uns im Betrieb häufig die Proteste unterstützt, waren selber 3-4 Mal in Berlin gewesen. Mit der Situation sind wir Landwirte allgemein alle nicht zufrieden. Diese ganzen Maschinen und euer Betrieb ist ja auch riesig. Wie man sich so einen Bauernhof vorstellt, das ist es ja jetzt wirklich nicht, oder? Nein, diese riesen Landwirtschafts-Bauernhof-Idylle, ne, die ist bei uns nicht. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Einkommen in deutschlandweiten Testbetrieben zwischen 46.000 und 48.000 Euro. Und in Brandenburg lag der Durchschnitt darunter. Bei der Agrargenossenschaft Göritz liegen die Durchschnittsgehälter nach eigenen Angaben zwischen 32.000 und 40.000 Euro, Saisonarbeiter inklusive. Es gibt aber große Unterschiede. Familienbetriebe und viele Biobauern verdienen im Schnitt weniger. Wie viele Stunden bist du dann eigentlich am Tag im Büro? Grundlegend versuche ich, habe momentan, muss ich sagen, so ein bisschen das Problem, dass uns ein Pflanzenbauleiter abhandengekommen ist. Dementsprechend werde ich jetzt in der näheren Zukunft deutlich mehr draußen sein müssen. Ansonsten ist halt immer die Büroarbeit, wir können schon gut und gerne 50% sagen. Ne? Aber wenn natürlich draußen Action ist mit Rübenaussaat, wie wir heute gesehen haben, oder halt eben zum Beispiel in den nächsten 2 Wochen dann in der Maissaataussaat losgeht oder in der Getreideernte, dann müssen natürlich draußen Entscheidungen gefällt werden und die kann man nicht vom Büro entscheiden, sondern die muss man vor Ort entscheiden. Also wir sind jetzt auf dem nächsten Feld angekommen und treffen gleich Ole. Der hat hier seine Lehre gemacht und Maria, die ist Werkstudentin. Wie seid ihr denn beide zur Landwirtschaft gekommen? Du bist ja Fan, wenn man nach deinem Outfit geht. Ja, ist richtig. Also ich bin damals als kleiner Junge, war ich schon immer begeistert von großen Maschinen. Okay. Und nach der Schule wusste ich, ich will auf jeden Fall große Maschinen fahren. Und dann bin ich auf die Landwirtschaft gekommen, weil ich auch im Dorf gewohnt habe, bei mir ein Bauer im Dorf war, da bin ich auch öfters mal mitgefahren. Bist du denn jetzt zufrieden mit deinem Lohn? Am Lohn kann man sich immer streiten, ne? Man will immer mehr. Aber für die Arbeit, die ich mache und den Lohn, den ich jetzt bekomme, hier zufriedenstellend. Weil wir haben uns auch für das Video so die Frage gestellt, ja, lohnt sich Landwirtschaft eigentlich noch? Auch in Deutschland. Was würdest du dazu sagen? Also da sage ich definitiv, da gibt es keine andere Antwort für. Landwirtschaft lohnt sich immer, weil irgendwer muss ja für das Essen sorgen. Wir sind einer der wichtigsten Berufe. Ich finde auch, es ist super, super wichtig, dass man einfach dieses Praxisverständnis von der Landwirtschaft hat. Auch gerade schon in den Schulen den Kindern zeigt, was Landwirtschaft ist. Dass das nicht nur Technik ist, dass es auch Tier ist, dass es auch Pflanze ist. Das ist einfach ein Riesenspektrum. Also man kann da so viel entdecken und so viel Eindrücke gewinnen. Da ist, denke ich, also bin ich der Meinung, für jedermann etwas dabei. Und es wäre toll, wenn sich mehr Leute in die Landwirtschaft trauen würden und sich das auch zutrauen würden und den Landwirten dann auch auf jeden Fall auch mal zuhören würden. Also wir fahren jetzt zu einem neuen Kuhstall, den die gebaut haben. Der ist in einem anderen Ortsteil. Ich finde, das ist schon auffällig, dass man teilweise relativ weite Wege zurücklegen muss. Also auf jeden Fall mit dem Auto, um von A nach B zu kommen. Es ist nicht alles an einem Fleck, aber da sieht man halt auch, wie riesig dieser Betrieb einfach ist. 1,8 Millionen Euro hat die Agrargenossenschaft für den neuen Stall und weitere Modernisierung bezahlt. Auch dafür gibt es Fördergelder.
Aber nicht einfach so, sondern mit ziemlich viel Papierkram. Also ihr habt fast 3 Jahre gebraucht für die Genehmigung. Viele Landwirte beschweren sich da, es ist alles zu viel Bürokratie. War das hier auch das Problem? Ja, definitiv. Von der ersten Idee bis wir endlich mal eine Baugenehmigung sind fast, muss man einfach sagen, 3 Jahre in Land gegangen. Aber ich finde, es kann nicht funktionieren, dass wir so lange brauchen, bis wir Baugenehmigung bekommen, bis wir überhaupt weiter investieren. Da kann man auch natürlich irgendwann die Landwirte verstehen, die dann sagen, tut mir leid, also ich baue nicht mehr, weil bei diesem bürokratischen Blödsinn, das kann ich mir nicht mehr antun. Lilly, warum hat denn die so einen fetten Wanst hier, die Kleine? Frisst die sie überall durch oder was ist mit der? Was die vom Bauch hat, ey. Ob so hochschwanger ist, aber das kann nicht sein. Ah, nee, aber hier ist gerade, das sieht scheiße aus. Ja, aber es ist realistisch. Ja, aber so dürfte ja das nicht aussehen. Der würdest du wahrscheinlich heute Nachmittag ausmisten. Das sieht ja schlimm aus. Lilly. Das heißt, die stehen jetzt zu sehr im Mist? Ja, der Mist ist durch. Ne? Normalerweise, sie hat ja einen frischen Mist eingestreut. Da wird es natürlich hier jetzt deutlich besser aussehen müsste. Ne? Aber das ist natürlich klar. Klauenkrankheiten, wenn die natürlich den ganzen Tag im Mist stehen, sieht das schieder aus. Wahrscheinlich streut sie noch mal über oder mistet heute Nachmittag hier aus. In diesen Ställen sind nur junge Kühe untergebracht. Die Kühe für die Milchproduktion sind in Göritz, dort wo auch gemolken wird. Und das darf ich auch probieren. Ich habe kleine Hände. Ja, passt. Na dann. Ich schaue da unten, ob hier irgendwelche Flocken drin sind oder Blut mit drin ist oder wässrig ist. Okay. Das mache ich dann bei jedem Strich 3-4 Mal vor. Und ist hier jetzt nicht, ne? Hier ist alles sauber. Ich hab ein bisschen Bammel, das zu machen, muss ich sagen. Okay. Okay, da kommt jetzt nichts an. Ja, ein bisschen kräftiger drücken. Ah, okay. Geht schwer. Ja, sieht immer einfach aus, ist aber nicht. Manchmal dauert es, bis sie angeristet haben, bis sie Milch runterlassen. Okay. Irgendwann kommt die Milch. Ja. Wie viel Liter Milch geben die so am Tag? Sag jetzt mal, ist immer unterschiedlich. Da sind jetzt noch die also mit Hochleistungskühe, so im Schnitt so 15 bis 20, eine Schicht und das mal 3. Was lohnt sich denn für euch am meisten hier auf dem Betrieb? Also immer grundlegend muss man schon sagen, der Milchpreis ist momentan sehr annehmbar. Wir kriegen momentan knapp ein bisschen über 52 Cent. Das sieht schon ganz gut aus. Dementsprechend ist zu der Situation jetzt, die Düngerpreise sind hoch, Getreidepreise sind niedrig. Momentan ist es eigentlich schon so, dass wir bei uns in der Agrargenossenschaft das Geld momentan mit der Milch verdienen. Und das heißt, wenn ihr jetzt die Milch nicht machen würdet, dann würde der Betrieb auch nicht überleben? Wir sind 118 Leute. Wenn wir die Milchkühe hier nicht hätten, dann wären wir gut und gerne, also ich sag mal 50, 60 Leute weniger. Das sind 60 Arbeitsplätze, die irgendwo verloren gehen. Das wäre natürlich total schade. Die Diskussion, die stellen wir uns auch definitiv nicht. Also wir werden weiterhin an der Milchproduktion festhalten. Wir wollen einer der letzten Milchbetriebe sein in der Uckermark, die auch hier Milch produziert. Und sag mal, die Kühe, die kommen auch nie auf die Weide? Grundlegend, die Weidehaltung an sich ist praktisch und finanziell nicht darzustellen. Wenn die Leute im Laden mehr Geld für Weidemilch ausgeben würden, würden wir uns auch der Situation stellen. Das Melken selbst übernimmt eine Maschine, nur angesetzt wird sie von Menschen. Auch das probiere ich aus. Gut. Das ist echt aufregend. Ich hatte schon jetzt Berührungsängste. Also ich hatte irgendwie Angst, den weh zu tun. Ich hatte auch ein bisschen Angst, den Huf irgendwie ins Gesicht zu kriegen. Also mir war schon klar, dass man jetzt nicht im Kuhstall mit einem Schemel sitzt und irgendwie Kuh melkt. Ist halt so, wie es ist, ne? Also industriell irgendwie. Wer gerade nicht an der Maschine hängt, der steht nebenan im Stall und frisst. Aber die Kühe jetzt, die laufen halt darüber, dann laufen sie wieder hierher. So. Ja, und dann haben wir hier, sag mal, einen anderen Bereich. Wir haben es ja in Malchow gesehen, da waren die Tiere alle auf Mist. Hier haben wir befestigten Betonboden, wo eine Kratzerkette dann halt, sag mal, den Igylle, Harnurin beiseite schieben. Und liegen tun sie dann auf eine Tiefliegebox, die dann mit separierten Feststoffe und Stroh eingestreut wird. Wo man natürlich sieht, die Tiere sind jetzt hier deutlich sauberer als die Tiere, die wir in Malchow gesehen haben, die halt auf Mist gelegen haben. Ne? Wir hatten uns ja gefragt, lohnt sich Landwirtschaft überhaupt noch? Das will ich natürlich auch von Robert wissen. Meine feste Überzeugung ist, dass wir definitiv eine Landwirtschaft in Deutschland brauchen, um alleine zur Nahrungsmittelsicherheit. Wir müssen bloß von der Regierung auch bedacht werden, dass wir halt als Landwirte für die Nahrungsmittelsicherheit da sind. Und das ist in meinen Augen oft nicht so der Fall. Aber als Betrieb lohnt sich das? Ja, wir machen, also ich bin jetzt Geschäftsführer seit 2021 oder 2022. Ich bin seit
2007 hier in den Betrieb. Definitiv gibt es auch Jahre, wo finanziell nicht ganz so super ist. Dann hat man halt mal eine Milchkrise, dann fährt man auch nach Berlin und demonstriert wegen der Milchkrise. Aber grundlegend ist es so, dass wir mit unserem Marktwirtschaft, mit unserem Tierwirtschaft, mit unserer Kreislaufwirtschaft Gewinn erzielen und dementsprechend auch immer weiterhin investieren in diese Agrargenossenschaft. Moderne Landwirtschaft ist auf jeden Fall was anderes, als hier süße Kälbchen zu beobachten. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass so viel mit Maschinen gemacht wird, also kaum was per Hand, wo es für die Angestellten bestimmt auch besser ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Konzept wie hier, wo die Kosten für Maschinen und wo die ganze Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird, dass das ja relativ nachhaltig ist. Hättet ihr Bock auf Landwirtschaft? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos von uns verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Channel.